Willkommen zurück zum nunmehr dritten Teil dieser kleinen Serie Kaufberatung und Marktübersicht klassische Orchesterelektronik aus Deutschland. Ja, schauen wir kurz zurück. Im ersten Teil haben wir uns durch die Bank weg einige Geräte angeschaut und ich habe da ein paar Hinweise aus meiner Erfahrung und aus meiner Sicht gegeben, auf was man da achten muss und wo bei solchen Geräten grundsätzlich die Probleme beim Kauf und bei der Einschätzung liegen. Im zweiten Teil bin ich vielleicht ein bisschen abgedriftet in Neudeutsch Verkäufer-Bashing. Wobei wir da natürlich auch einige schlechte Beispiele gefunden haben von Dingen, die im Brustton der Überzeugung als das Beste und Rarste und Seltenste angeboten wurden, wo man aber gemerkt hat, dass die Verkäufer teilweise anscheinend nicht wirklich Ahnung von den Geräten haben und wo der Superlativ als das Normale in der Beschreibung gewählt worden ist. Und wir haben uns ein paar angeschaut, die wirklich wahnwitzige Geschichten zu diesen Geräten erzählt haben. Ja, also man könnte von beiden Dingen, von dem, was ich im ersten und von dem, was ich im zweiten Teil gemacht habe, könnte man noch Dutzende Videos drehen. Denn auf eBay geht's weiter. Mein Preisarchiv ist seit dem letzten Video auch wieder deutlich gewachsen. Es gibt da auch wieder viele schöne und haarsträubende Sachen. Aber wir wollen jetzt in diesem dritten Teil nochmal ein paar offene Fäden aufgreifen. Es gibt noch ein paar Dinge, die ich abschließend unbedingt sagen will, die mir auf dem Herzen liegen. Und wir beginnen jetzt mal damit, dass wir nochmal zurückschauen. Im letzten Video hatten wir ja zwei Geräte gezeigt, wo ein berühmter Vorbesitzer ins Spiel gebracht worden ist. Was ist denn jetzt daraus geworden? Ja, also ein Gerät davon, ich blende das jetzt gleich mal ein, das ist auf eBay Kleinanzeigen wieder aufgetaucht mit noch einmal gestiegenem Preis. Und der Verkäufer hat an so Leute wie mich, die da blöde Fragen stellen, auch eine klare Aussage im Beschreibungstext. Dort sagte er nämlich: Guten Tag, eine Bitte vorab, nur melden, wenn Ihnen der Festpreis zusagt, ansonsten bitte keine Zeiträuber. Ja, das versteht man doch, nicht wahr? 2.500 Euro, das ist natürlich für so einen Verkäufer eine schöne Sache, wenn man die einfach ohne blöde Fragen zu stellen mal aus seinem Geldbeutel rausschüttelt und dann ist auch wieder gut, nicht wahr? Tja, hat aber anscheinend niemand gemacht, weil kurze Zeit später, man höre und staune, ist das Gerät auf eBay wieder aufgetaucht und da hat sich der Preis nochmal deutlich verschärft, sage ich mal. Der Versandpreis, der dort angezeigt wird, das sagt der Verkäufer selbst, den hat er nur zur Abschreckung reingesetzt, denn er möchte oder kann das Gerät nicht versenden, weil es 45 Kilogramm wiege und man möge es sich doch gerne bei ihm direkt anschauen und abholen. Ja, aber der Preis, wie gesagt, nochmal angezogen. Also normalerweise würde man denken, wenn man etwas nicht verkauft zu einem Preis, dann geht man ein bisschen runter. Der Verkäufer wählt hier das gegenteilige Vorgehen. Vielleicht aus der Überlegung heraus, wir machen das Ganze noch ein bisschen exklusiver, weil je teurer, desto besser, das wissen ja manche Käufer, nicht wahr? Aber das Interessante ist, dass er nun auch den Angebotstext etwas verändert hat. Ihr erinnert euch, beim letzten Mal sind diese Geräte aus dem Besitz des berühmten Arthur Klemmt einem älteren Herrn im Bodenseeurlaub übergeben worden und jetzt steht hier, das Gerät wurde aus ehemaligem Eigentum von Herr A. Klemmt übernommen und an mich übergeben im Bodenseeurlaub vergangener Jahre. Also die Geschichte ändert sich schon ein kleines bisschen. Das ist natürlich kein Ruhmesblatt für einen Verkäufer, wenn da bei jedem Angebotsdurchlauf die Geschichte sich ein bisschen ändert, die da erzählt wird. Und der Verkäufer hat auch noch andere lustige Sachen im Angebot, zum Beispiel hier dieses Röhrenmessgerät aus dem Besitz von Arthur Klemmt für 950 Euro. Ja, und jeder von euch, der schon mal ein Röhrenmessgerät hatte, der fragt sich natürlich, welche Beinchen er von einer Röhre abschneiden muss, damit die in diese Eingänge da reinpasst, natürlich, gell? Aber irgendwer hat es dem Verkäufer dann vermutlich auch gesteckt, weil kurze Zeit später ist das Gerät dann auch wieder auf eBay aufgetaucht.
Mit 2 Änderungen. Einmal hat sich der Preis verdoppelt und dort weiß er dann natürlich, dass das eher wie eine Endstufe aussieht. Das sieht man an den Leistungstransistoren ohnehin. Ja, und wer hat's gebaut? Natürlich auch Arthur Klemmt. Ja, ich habe so Sachen auch schon im Eigenbau gesehen, die so ähnlich aussahen, manchmal auch besser. Aber das ist halt auch ein echter Klemmt und da kann sich jeder denken, was er möchte. Für mich wäre so ein Verkäufer indiskutabel, denn wer einmal lügt, dem glaube nicht und wenn er auch vielleicht in Teilen die Wahrheit spricht. Ja, damit belassen wir das bei dieser Geschichte und ich versuche jetzt auch mal mit dem Verkäufer-Bashing aufzuhören und stattdessen zum Käufer-Bashing überzugehen. Und wen kann man am besten bashen? Natürlich sich selbst. Und damit wollen wir jetzt mal anfangen. Womit konkret? Es ist vielleicht in den letzten Videos schon etwas angeklungen. Ich bin nicht einverstanden mit den Preisen, die gezahlt werden. Ich finde, dass gute Geräte für zu wenig Geld über den Ladentisch wandern und Schrott wird zu teuer bezahlt. Und da es nicht so ist, dass irgendjemand gezwungen wird, zu irgendeinem Preis etwas zu kaufen, muss man natürlich, wenn man mit dieser Situation unzufrieden ist, auch die Käufer ein bisschen an die Kandare nehmen. Ihr zahlt zu viel Geld für oftmals absoluten Schrott. Warum passiert das? Ja, und ich habe jetzt mal ein Beispiel, wo ich selbst etwas zu viel bezahlt habe. Ja, und die Geschichte ist ganz interessant und die werde ich euch jetzt mal erzählen. Für die Krimi-Fans unter euch, jetzt wird's spannend, jetzt kommt nämlich sowas wie eine kleine Betrugsgeschichte. Vor 2 Jahren stand dieses schöne Set auf eBay zum Verkauf. Klemmt Echolette NG51S und ein M40 Röhrenverstärker im Set. Und das Ganze hat bei 1 Euro angefangen. Und man sieht, dass da die originalen Knöpfe natürlich fehlen. Das ist oft so. Das hat mich jetzt aber auch nicht abgeschreckt. Gut, dieser komische Kasten, wo die drin sind, der hat mich nicht weiter interessiert. Aber die Überlegung war einfach, naja Gott, das fängt bei 1 Euro an. Vielleicht kann man da ja Geräte günstig schießen. Und ob die funktionieren oder nicht, ist eventuell auch kein Problem. Kommt drauf an, bei was für einem Preis das Ganze halt endet. Und ja, deswegen habe ich mitgeboten. Und ich habe mir grundsätzlich natürlich vorher überlegt, wie viel bin ich bereit dafür auszugeben. Habe dann halt so geboten, wie ich das normalerweise mache. Also ich biete erst in der letzten Minute mit, grundsätzlich bei eBay, eher in den letzten 10 Sekunden und dann haue ich gleich mein Maximalgebot raus. Denn was mich oft stört bei eBay ist, wenn da eine Sache oder so eine Verkauf eine Woche läuft, die Leute bieten die ganze Woche über und der Preis steigt und steigt und steigt und steigt. Und das mag zwar für den Verkäufer gut sein, vielleicht ist der ein oder andere Verkäufer da selbst bemüht, dass der Preis nicht zu niedrig ist gegen Ende und entsprechende Maßnahmen dann dazu ergreift. Aber auf jeden Fall, das ist halt ein Spiel und ich denke, wenn man einen bestimmten Preis bei eBay haben soll, dann sollte man das wenn man einen bestimmten Preis bei eBay haben möchte, dann sollte man das als Festpreis reinstellen, gegebenenfalls mit der Option Preisvorschlag gestattet. Wenn man das per 1 Euro reinsetzt, dann muss man grundsätzlich auch damit leben, dass das Ganze für 1 Euro verkauft wird im schlimmsten Fall. Und deswegen biete ich immer in der letzten Minute mit, weil ich habe ja auch kein Geld zu verschenken und das ist einfach eine sinnvolle Strategie, finde ich. Und ich würde mich auch nicht dazu animieren lassen, da eine Woche vor Ende schon irgendwie mitzubieten und nochmal mitzubieten, wenn man überboten wird. Das ist doch Quatsch, hat doch keiner was zu verschenken. Ja, und also ich habe den Preis beobachtet und habe dann auch in dem Fall, glaube ich, am Tag, an dem es geendet ist, habe ich mein Maximalgebot rausgehauen. Nicht ganz gegen Ende, ich
weiß die Geschichte nicht mehr so genau. Es ist, wie gesagt, 2 Jahre her. Aber ich habe irgendwann so am letzten Tag morgens habe ich mein Maximalgebot rausgehauen. Und es war in dem Moment, ist das Maximalgebot noch nicht erreicht worden. Ich glaube, wir waren noch 100 Euro drunter. Ja, was war jetzt mein Maximalgebot? Ich habe mir gedacht, für jedes dieser Geräte wäre 150 Euro noch akzeptabel. Einfach deswegen, weil es nach meiner damaligen Sichtweise ja nicht so kaputt sein kann, dass sich 150 Euro nicht noch wenigstens für die Ersatzteile rentieren werden. Ja, man hat da also natürlich auch noch ein paar Bilder gesehen, aber man hat keine Bilder aus dem Inneren gesehen. Also heute würde ich auch sagen, für das, was an Bildern da war und das, was man gesehen hat, hätte ich keine 150 Euro einberechnet. Ja, was hat die Verkäuferin denn dazu noch geschrieben? Zustand gebraucht. Ich kann leider zur Funktion nichts sagen, da ich kein Stromkabel habe und die Verstärker daher auch nicht testen kann. Also, man weiß nichts. Es gibt keine Bilder aus dem Inneren, sondern nur, wie ihr hier seht Bilder von außen. Da sieht man zumindest schon, dass hier bei den Ausgangsbuchsen, da ist irgendwas faul. Also da sollten natürlich einmal DIN-Lautsprecherbuchsen sein. Da ist jetzt Klinke drin. Aber auf so einer komischen Lochrasterplatine, man sieht, dass das Ding irgendwie schwarz überstrichen ist, auch nicht mehr so schön. Ja, und wer von euch meine Videos gesehen hat, wird diesen Verstärker natürlich erkennen. Den habe ich kürzlich nämlich repariert. Und deswegen ist die Frage, ob sich der Preis nachher lohnen wird, den kann man jetzt zumindest etwas besser beantworten, weil ich jetzt weiß, was ich machen musste, um ihn wieder lauffähig zu bringen. Naja, also wie gesagt, das sind die Sachen, die man gesehen hat. Man sieht hier auch ein Bild von vom Sicherungshalter. Da habe ich nicht so genau hingeguckt. Also ich finde, jetzt mit dem Wissen, was da genau gewesen ist, sieht man im Prinzip schon, dass der irgendwie ein bisschen komisch aussieht. Da habe ich mir damals aber nichts dabei gedacht. Ja, hier sieht man noch ein bisschen was von diesem Kasten. Also man hat diese Geräte irgendwie in den Kasten eingebaut. Dann hat man den Deckel, der ja eigentlich aufs Gerät gehört, hier oben irgendwo an den Kasten dran geschraubt. Also nicht sonderlich schön. Und das Ganze ist nach einem Gebotsmarathon von 32 Geboten für 301 Euro verkauft worden. Ja, und mein Maximalgebot war 300 Euro. Wie gesagt, das habe ich entgegen meiner normalen Strategie am Morgen des letzten Tages abgesetzt. Und ich bin überboten worden um 1 Euro. Ja, ich habe das verwundert zur Kenntnis genommen, hier so um die Mittagszeit rum, 11:37 Uhr, dass ich überboten worden bin. Und das ist noch wichtig, deswegen weise ich jetzt darauf hin. Hier steht, die Auktion endet am Freitag, 9. April 2021 um 16:37 Uhr. Und ich bin um 11:37 Uhr überboten worden. Ja, und bevor ich mir überlegen konnte, ob ich da jetzt trotzdem noch mitbieten will, kam kurze Zeit später aber eine Meldung, dass diese Auktion abgelaufen ist. Und man sieht das auch hier, 301 Euro, Zeitpunkt des Gebotes 11:36 Uhr und um 11:38 Uhr ist das Angebot beendet worden. Nicht wahr? Also hier steht eigentlich Freitag 16:37 Uhr sollte es enden und dann war es plötzlich schon um 11:38 Uhr beendet, 2 Minuten oder ein paar Minuten, nachdem ich überboten worden bin. Ja, und das hat mich jetzt doch ein bisschen stutzig gemacht, aber ich konnte jetzt nichts Genaues rausfinden. Ich habe natürlich schon geschaut, man konnte ja hier, ich weiß nicht, ob das immer noch geht, man kann ja hier bei diesen unkenntlich gemachten Käuferkürzeln kann man ja draufklicken und dann hat man zumindest eine Übersicht, wie oft diese Leute bei diesem Verkäufer schon so mitgeboten haben, aber das bringt oftmals auch nicht viel, weil es eben wenig aussagekräftig ist. Es wird überhaupt nur die Mitbieteraktivität bei einem Verkäufer in den letzten 30 Tagen gezeigt. Und ja, andererseits, wenn der Käufer jetzt bei dem Verkäufer noch was Zweites gekauft hat, was sagt es schon aus? Also ich gucke manchmal auch, ob ein Verkäufer nicht mehrere interessante Sachen anbietet, einfach um Versandkosten zu sparen. Naja, wie auch immer. Also diese Auktion ist deutlich früher beendet worden, als sie ursprünglich laufen sollte und ich bin überboten worden. Tja, kann man nichts machen. Aber
Interessanterweise habe ich noch am selben Tag gesehen, dass dieses Geräteduo auch auf eBay Kleinanzeigen verkauft worden ist. Zu einem deutlich höheren Preis, nämlich als zu 1200 Euro VB. Naja, und jetzt habe ich halt gedacht, gut, die haben das jetzt halt auf eBay verkauft. Und ich meine, die 1200 Euro hier hätten die sowieso nie bekommen. Und diese Anzeige wird jetzt vermutlich irgendwann bald auf Kleinanzeigen verschwinden. Pustekuchen. Auch ein paar Tage später war diese Anzeige noch da. Und es hat sich dann auch die Beschreibung geändert, weil jetzt steht hier, das Netzkabel wurde jetzt doch gefunden. Und die Funktion konnte man testen. Beide funktionieren einwandfrei. Ebenso funktionieren auch alle Röhren. Okay. Und da habe ich mir dann doch gedacht, naja, du schreibst du mal diese Leute an. Und da habe ich gefragt, okay, hallo, ich habe zu den Geräten ein paar Fragen, weil ich in der Beschreibung etwas nicht verstehe. Sie haben ein Stromkabel gefunden und die Geräte funktionieren. Das heißt, sie gehen an und die Röhren leuchten. Wie haben Sie dann die Funktion weitergetestet? In dem Bandecho ist den Bildern nach zu urteilen ja kein Band eingelegt. So lässt sich die Funktion nicht wirklich prüfen. Und die Verkäuferin hat mir dann geantwortet, guten Morgen, ja, ich gebe Ihnen recht, ist vielleicht etwas unglücklich formuliert, werde ich ändern. Die Geräte gehen an und die Röhren leuchten auch, mehr kann ich dazu nicht sagen. Ja, und dabei ist es dann erstmal geblieben. Diese Anzeige blieb weiterhin online, obwohl das ja schon auf eBay verkauft worden ist. Irgendwann hat sich der Preis ein bisschen gesenkt, ja, aber sonst ist da nicht viel mehr passiert. Bis das Ganze kurze Zeit später dann wieder auf eBay aufgetaucht ist, wieder als Auktion ab 1 Euro. Ja, und diesmal sieht man ein bisschen mehr. Diesmal ist nämlich der Schaden anscheinend eingetreten, von dem ich kürzlich bei dem anderen Video, wo ich das repariert habe, ja gesprochen habe. Also der ganze Sicherungshalter ist rausgeflogen und es ist sogar ein Kabel abgerissen mittendrin. Ja, und da steht jetzt auch ein etwas anderer Text. Da steht jetzt nämlich, die Echolette S funktioniert, in Anführungsstrichen, jedenfalls leuchten die Röhren und die Anzeige, mehr konnten wir nicht testen. Den M40 hatte ich auch angesteckt, er hat auch geleuchtet, wollte dann nach der Sicherung schauen und dann hatte ich gleich den ganzen Stecker in der Hand. Für einen Bastler kein Problem, muss nur wieder festgelötet werden. Ja, das muss nicht nur wieder festgelötet werden, also da habe ich ein kleines bisschen mehr Arbeit gehabt, denn dieses Gerät hatte ja einen Fallschaden, das hat ordentlich einen aufs Heck bekommen. Und bei der Aktion ist diese Sicherungshalter rausgerissen. Also auch eine Geschichte, an der mit dem Wissen von heute irgendwas nicht so ganz stimmen kann. Aber mal im Ernst, wenn so ein Gerät leuchtet und funktioniert, warum sollte dann jemand nach der Sicherung gucken wollen? Die kann ja dann eigentlich nur in Ordnung sein, oder? Weil wenn sie nicht in Ordnung wäre, würde es ja nicht leuchten. Naja, wie auch immer. Ich war jedenfalls so blöde, da wieder mitzubieten. Auch ein bisschen, weil mich jetzt der detektivische Ehrgeiz gepackt hat. Ich habe ja damals auch schon diesen YouTube-Kanal gehabt und habe mir gedacht, das ist doch mal interessant. Da wollen wir doch mal schauen, was mit dem Gerät ist und ob sich das tatsächlich lohnt, wenn man sowas kauft. Und ob diese ganze Geschichte überhaupt irgendwie, auf was das hinausläuft. Ist diese Geschichte da wahr? Funktioniert das wirklich oder ist das ein absoluter Quatsch? Naja, gut. Eine Sache vielleicht noch zum Reinschieben zwischendurch. Ein Thema, was bei all diesen Geräten auf der Tagesordnung steht, nämlich das Thema Versand. Das möchte ich jetzt hier mal zwischenschieben. Die Verkäuferin hat dieses Gerät inseriert als Versand per DHL-Paket für 8,49 Euro. 8,49 Euro, das war damals das DHL-Paket bis zu 10 Kilo. Und man muss wissen, dass selbst schon die NG51 9 Kilo wiegt. Der M40 hat ja noch einen dicken Ausgangsübertrager. Und dann ist das Ganze auch noch in so einem komischen Holzkasten. Also mit den Versandkosten wäre die Verkäuferin nicht hingekommen. Also absolut nicht.
Das muss man vielleicht auch, wenn man etwas kauft und sich verschicken lassen will, auch bei solchen Röhrengeräten mit einplanen und eventuell auch den Verkäufer darauf hinweisen, dass das nicht so richtig stimmen kann, die Versandkosten. Und dann eher sagen, ich bezahle vielleicht gerne noch ein paar Euro mehr, wenn Sie es bitte schön ordentlich einpacken und das Ganze nicht in Einzelteilen bei mir ankommt. Weil das hatte ich auch schon, auch eine NG51, die an mich verschickt worden ist und die in einem Karton drin war, ohne Polsterung, und der Karton war wirklich genauso groß wie die NG51. Also da hat einer wirklich nur Karton rumgemacht und hat die so auf Reisen geschickt und das Gerät ist mir auch kaputt geworfen worden von dem Paketdienstleister. Das ist runtergefallen und das hat einen erheblichen Schaden gehabt. Da sind Dinge rausgerissen und sowas ist halt ultra ärgerlich. Und deswegen muss man immer auch auf diesen Versand achten, denn entgegen oftmals geglaubter Dinge, in dem Moment, wo der Verkäufer dieses Gerät dem Paketdienstleister übergibt und ihr wolltet auch, dass es versendet wird, gell? Also ihr habt nicht darauf bestanden, es abzuholen, ihr wolltet, dass es an euch verschickt wird. Und in dem Moment, wo der Verkäufer das an den Paketdienstleister übergibt, ist er aus der Sache im Prinzip raus. Ihr müsst danach jeden Schaden gegenüber dem Paketdienstleister geltend machen. Und da gibt es einige ganz praktische Probleme. Nämlich einmal, ihr seid nicht der Auftraggeber gewesen, aber ihr müsst den Schaden geltend machen. Und das bedeutet unter anderem, dass man im Prinzip jedes kritische Paket in Anwesenheit des Paketboten auspacken und prüfen muss. Weil wenn der Paketbote euch das Ding in die Hand drückt und abhaut und ihr packt es dann aus und dann stellt er fest, da ist was kaputt und dann meldet ihr euch bei DHL oder Hermes oder bei wem auch immer und sagt, ja, das Ding ist ja kaputt, dann werden die sagen, ja, das hätten sie aber mal gleich sagen können, dass sie das nicht annehmen wollen. Und dann geht der Ärger los. Und ich habe solche Sachen auch schon gehabt als Käufer. Der Beweis ist manchmal sehr schwierig zu führen, wer denn das jetzt eigentlich kaputt geworfen hat. Und das nur mal zwischendurch. Also Röhrengeräte versenden oder wertvolle Geräte und teure Geräte versenden, da braucht man auch ein bisschen Vertrauen in das Gute im Menschen, sage ich jetzt einfach mal. Da wäre es mir lieber, wenn gute Versandkosten aufgerufen und bezahlt werden und man sicher sein kann, dass die Sachen auch ordentlich verpackt worden sind. Und zum ordentlichen Verpacken gehört tatsächlich auch, dass die einen Sturz aus 1 Meter Höhe aushalten. Und da muss sich natürlich der Verkäufer auch Gedanken machen. Und ja, also das jetzt nur mal zwischendurch. Ich bin natürlich jetzt aus der ganzen Geschichte immer mehr stutzig geworden und habe dann auch mal nochmal angeschrieben, diesmal auf eBay. Hallo, das haben Sie doch vor ein paar Wochen schon mal verkauft. Was war denn da los? Ja, und die Verkäuferin hat mir auch geantwortet und sie hat mir geschrieben, sie hat bis heute keinen Zahlungseingang vom Käufer der letzten Auktion erhalten und sie hat ihn jetzt gebeten, den Verkauf abzubrechen, damit sie wenigstens ihre eBay-Gebühren erstattet bekommt. Und dann natürlich die traurige Geschichte mit diesen bösen Käufern aus dem Ausland oder den Spaßbietern, zumindest die letzteren gibt es wirklich, mit denen hatte ich auch mal Probleme. Wie auch immer, also jedenfalls, Käufer hat nicht gezahlt, Punkt. Okay, und dann habe ich geschrieben, okay, dann hätten sie auch dem Zweitbietenden ein Angebot unterbreiten können, der wurde ja nur um 1 Euro überboten. Und dann bin ich ein bisschen konfrontativ geworden, aber 300 Euro waren nicht genug, oder? Ja, da ist sie nicht wirklich drauf eingegangen. Sie hat mir aber geschrieben, stimmt, aber ehrlich gesagt bin ich auf die Idee nicht gekommen. Jedenfalls hatte ich ja jetzt in den Wochen noch Zeit, um das Netzkabel zu suchen und sie wenigstens halbwegs zu testen. Deswegen hätte ich jetzt schon gerne mehr wie 300 Euro. Ich habe aber auch absolut keinen Richtwert. Okay, ihr seht, ich war so blöde und habe mitgeboten und es ist noch teurer geworden, nämlich 376 Euro plus 8,49 Euro Versand. Und man muss dazu sagen, die Geräte sind ordentlich verschickt worden. Der Versand hat sicherlich auch mehr gekostet, aber ich denke, die Verkäuferin hat hier auch ganz gut an den Geräten verdient. Und ich habe eine Menge gezahlt und wir wissen zumindest, dass dieser M40 wieder geht.
Wir wissen jetzt aber auch, dass ich in diesen M40 noch gut 100 Euro an Material reingesteckt habe, würde ich jetzt mal so grob behaupten. Und auch eine Menge von meiner Freizeit, bis er wieder zum Laufen gebracht worden ist. Weil in dem Zustand, wo er war, hätte man ihn nicht betreiben können. Und das zeigt natürlich, dass solche Verkäufer viel reden können, aber Ahnung von der Materie haben sie natürlich nicht. Also wenn das Lichtlein angeht oder irgendein Motor läuft, das bedeutet noch lange nicht, dass irgendein Gerät funktioniert, und es bedeutet noch viel weniger, dass es in einem Zustand ist, der betriebssicher ist, weil ihr wollt euch ja alle wirklich nicht an so einem schönen Echolette-Gerät umbringen oder an sonst irgendeinem anderen Gerät, und deswegen ist äußerste Vorsicht geboten. Und wenn ein Verkäufer nicht sagt, dass er das Gerät hat warten lassen, dass es überholt ist, dann ist es ein Defektgerät, und für ein Defektgerät kann man, da komme ich nachher noch drauf zurück, nicht wirklich so viel Geld bezahlen. Naja, aber die Geschichte war übrigens noch nicht zu Ende, denn ich habe diesen Artikel also gekauft, und ich habe diesen Artikel auch am selben Tag sofort über PayPal bezahlt, aber ich habe einige Tage nichts gehört. Und ich habe auch immer auf eBay Kleinanzeigen geguckt und die Anzeige ist nicht rausgenommen worden. Ja, und da bin ich dann doch ein bisschen nervös geworden, und da habe ich einfach einen Kumpel gebeten, schreib die Frau doch mal an und sag ihr, dass du ihr 600 Euro dafür zahlen würdest. Und da wollte ich mal wissen, wie die reagiert. Ja, also der Kumpel schreibt, guten Tag, lässt sich da am Preis, also auf Kleinanzeigen 1200 Euro, lässt sich da am Preis für die beiden Geräte noch was machen? Und sie antwortet, hallo, ja, schlagen Sie doch einen vor. Und der Kumpel ruft die 600 Euro auf, die ich vorgeschlagen hatte. Und die Verkäuferin sagt ihm doch tatsächlich, also für 650 Euro inklusive Versand wäre ich sofort einverstanden. Wohlgemerkt, zu dem Zeitpunkt hat die Verkäuferin das Gerät eigentlich gar nicht mehr besessen, weil ich es schon gekauft und bezahlt hatte. Ja. Und dann habe ich dem Kumpel gesagt, jetzt frag doch mal, das ist doch jetzt schon zweimal verkauft worden, warum ist das denn jetzt immer noch zum Verkauf? Und da hat der Kumpel geschrieben, grundsätzlich hört sich das ja gut an, aber ich sehe gerade bei eBay, dass die Geräte sowohl am 9.4. als auch am 29.4. schon mal verkauft wurden. Das kommt mir sehr komisch vor. Ja, und jetzt schreibt die gute Frau, das stimmt, das erste Mal hat ihn ein Käufer aus Saudi-Arabien gekauft. Diesen Kauf habe ich dann abgebrochen. Leider habe ich bei der zweiten Auktion auch schon wieder viele Anfragen für den Versand in sämtliche Länder bekommen. Das zweite Mal ist am 29.04. ausgelaufen und seitdem habe ich nichts mehr gehört vom Käufer. Ja, außer dass ich bezahlt habe. Und die Frage ist ja immer, was sind die Anforderungen an Käufer und Verkäufer? Ich denke, der Verkäufer sollte ehrlich sein. Und der Käufer sollte das Gerät nach dem Kauf möglichst schnell bezahlen. Und der Verkäufer sollte das Gerät möglichst schnell nach Eingang der Zahlung versenden. Und ich habe bezahlt, und von meiner Seite war die Kommunikation deswegen natürlich beendet. Und sie hat also nichts mehr von mir gehört. Deshalb hat sie es auch noch auf Kleinanzeigen drin gelassen. Ja, da habe ich mir gedacht, na jetzt musst du ja doch mal schreiben, weil mein Geld ist weg und ich krieg offensichtlich nichts. Und da habe ich ihr auf eBay geschrieben, können Sie in etwa absehen, wann die Geräte zur Post gehen? Ich habe gleich im Anschluss der Auktion per PayPal gezahlt. Ja, und da hat sie dann geschrieben, ja, aufgrund des heutigen Feiertags, vielleicht war es der 1. Mai, ich weiß nicht mehr, kann ich es leider erst am Montag verschicken. Ich schicke Ihnen dann aber gleich die Sendungsnummer mit. Und so sind die Geräte letztlich bei mir angekommen und haben hier 2 Jahre rumgestanden. Und wie gesagt, den M40 habe ich jetzt dann endlich mal repariert und der funktioniert wieder. So, das war jetzt eine längere, aber hoffentlich nicht langweilige Geschichte. Und was lernen wir nun daraus? Nun, zunächst einmal 2 Dinge. Nicht jeder Verkäufer ist ehrlich. Das hat man, denke ich, zweifelsfrei sehen können. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass die Verkäuferin mit einem Zweitaccount oder über Freunde aktiv am Hochpushen des Preises mitgearbeitet hat, denn mein Höchstgebot wurde praktisch immer wieder regelrecht angetestet. Und zweitens, wenn der Verkäufer sagt, dass ein Gerät funktioniert
und in gutem Zustand ist, dann entspricht das nicht zwangsläufig dem, was der Käufer sich unter einem guten, funktionierenden Zustand vorstellt. Hier ist durchaus Raum für Missverständnisse und in der Folge auch Enttäuschungen und deshalb gezielt nachfragen, Leute. Ihr habt aus diesen Videos ja nun ein paar Stichworte rausnehmen können, also fragt die Verkäufer im Detail, was sie getestet haben und wie. Fragt nach Bildern vom Inneren der Geräte und ja, wenn ein Verkäufer keine Lust hat zu antworten oder sich mit dem berühmten gekauft wie besehen rausredet, dann vergesst es einfach. Das ist zu 100% den Kauf nicht wert. Und die wichtigste Lehre aus dieser Geschichte betrifft mich selbst. In dem Sinne, den Käufer nämlich. Ich habe ja schon Anzeichen gesehen, dass da an dem Gerät was faul ist und dass da an dieser ganzen Auktion irgendwas faul ist. Aber ich habe trotzdem mitgeboten und den Preis hochgeboten. Lassen wir die Gründe dafür nochmal kurz außen vor. Ich habe dabei mitgeholfen, dass sich die Ansicht ausbilden kann, dass der Wert solcher Geräte fast 400 € ist. Das habe ich ja fast bezahlt. Denn wie funktioniert denn die Preisfindung in der Regel? Es gibt keine Preislisten, aus denen man rauslesen könnte, was eine 60 Jahre alte Echolette wert ist. Also so wie die berühmte Schwacke-Liste bei Kfz. Also werden sowohl Verkäufer als auch Käufer schauen, was andere verlangen und was bei den Auktionen der letzten 90 Tage so rausgekommen ist. Das ist zumindest so der Zeitraum, den man bei eBay noch rückwärts suchen kann, wenn man im Suchfilter die beendeten Angebote auswählt. Ja, und da steht jetzt mein Kauf drin und schiebt die Statistik ein Stück weit nach oben. Gut, ich rede mir ein, dass ich die Geräte eher aus einem detektivischen Interesse heraus gekauft habe. Andere könnten sagen, dass ich mich verarscht gefühlt habe und mir gedacht habe, jetzt erst recht. Manch einer wird sich auch ärgern, dass er von anderen immer wieder überboten wird und lässt sich deshalb dazu hinreißen, immer höher mitzubieten, um die anderen halt auch zu ärgern, so nach dem Motto, das kriegst du auch nicht günstig, Freund. Vielleicht auch ein Grund, warum der ein oder andere Käufer dann nicht zahlt. Denn wenn der Rausch dieser Jagd abebbt, dann steht da ein horrender Preis. Für was? Für Schrott, oft. Da wird der ein oder andere sich auch lieber rauswieseln, als das tatsächlich zu bezahlen. Vielleicht hat er gar nicht so viel Geld. In den Suchergebnissen taucht das dann aber als verkauft auf und die Statistik erzählt ein ums andere Mal die mehr, dass Schrott 300, 400, 500 € wert sein soll. Und dann finden Lieschen Müller und Otto Normalverbraucher auf Opas Dachboden so ein Gerät, recherchieren im Netz und sind fortan fest überzeugt, dass sie da auf einen Goldschatz sitzen. Unverrückbar, unbelehrbar. Es gibt Kleinanzeigen, die da schon seit 4 Jahren drin stehen. Und die Leute werden ihre Preisvorstellungen mit ins Grab nehmen, wenn sie es nicht lernen. Und wir, ihr Käufer? Es wird teuer gekauft und dann hat man was Defektes. Und dann ist guter Rat teuer und ich hoffe, ihr macht es dann nicht wie dieser Inserent hier auf Kleinanzeigen. Da schreibt einer, ich zitiere: Jetzt habe ich meine Echolette nach dem Kauf ausprobiert. Alles funktioniert, jetzt kommt der zweite Step. Wer bietet mir eine Revision der Geräte an? Und zwar in einem finanziellen Rahmen, der mich nicht zwingt, sie wieder zu verkaufen oder zu verschrotten. Sinn ist es, die Teile in einem bedenkenlosen elektrischen Zustand zu betreiben und vor dem totalen Gerätetod zu schützen. Für beide Geräte. Testen aller Komponenten, Testen aller Röhren, Austausch der Hochvolt-Elkos, Koppelkondensatoren und gegebenenfalls defekter Widerstände, neue Kaltgerätestecker mit Buchsen, Funktionstest und Justieren der Tonköpfe, Beleuchtung der Schaltknöpfe, nur der Fachmann weiß, was noch alles. Bei Interesse bitte melden, ein preisliches Pauschalangebot würde mir weiterhelfen. So, es funktioniert also alles, aber es muss eine ganze Menge ausgetauscht werden, um es sicher zu betreiben. Also funktioniert es doch nicht. Und der gute Mann will auch noch ein Pauschalangebot und es soll alles relativ günstig sein und in einem Rahmen bleiben. Ich übersetze mal, was der geschrieben hat, in verständliches Deutsch. Ich habe ein Heidengeld ausgegeben für Schrott und jetzt suche ich einen, der mir eine ganze Liste von Reparaturen für ein Taschengeld macht. Und wenn ich das nicht bekomme, dann schmeiß ich das Gelumpe in den Müll.
Zitat Ende. Und das Schlimme ist, dass sich da noch so ein Idiot wie ich findet, den der Gedanke kirre macht, dass solche Geräte einfach beim Schrott landen und der das dem Typen als Hobby oder aus Spaß an der Freude repariert. Ich sage euch aber, macht es nicht. Warum? Schon im letzten Video habe ich ja gesagt, dass zwischen Dachbodenfunden und reparierten Geräten ein viel zu geringer Preisabstand ist. Reparaturen und Reparateure werden nicht mehr wertgeschätzt. Ist so. Stattdessen bekommen die bloßen Finder solcher Geräte vollkommen leistungslos den Großteil des Geldes und der Reparateur muss für das, was übrig ist, arbeiten. Nicht jeder kann aber solche Geräte professionell reparieren. Natürlich kann sie jeder reparieren, der reparieren kann. Es ist ja Röhrentechnik oder Transistortechnik, da ist ja keine neue Erfindung drin. Also jemand, der Röhrentechnik und Transistortechnik beherrscht, kann solche Geräte reparieren. Aber stellt euch mal vor, da ist also ein Reparaturladen und der Reparateur muss Miete zahlen, er muss Strom, Heizung etc. zahlen, er hat Lebenshaltungskosten und dann kommt da so ein Gerät, wo er sich erstmal reindenken muss, weil er es noch nie hatte oder vielleicht sehr selten hat und weil das Gerät auch zugegebenermaßen nicht so wahnsinnig wartungsfreundlich ist. Der muss sich da erstmal einen Tag reinfuchsen und das ist ein Tag, wo kein Geld reinkommt. Weil so einer wie der Mensch da aus dieser Anzeige, der bezahlt kein Geld dafür, dass der Reparateur das Gerät erstmal lernen muss. Dafür bezahlt er keinen Pfennig. Und das sieht er auch nicht ein. Ja, und was wird der Reparateur tun? Er wird vermutlich ablehnen, denn er hat ja genug andere Geräte zu reparieren, mit denen er sich gut auskennt. Nicht wahr? Da kommen ja auch diese ganzen Fender-Verstärker und Marshall-Verstärker, die jeder Reparateur von Verstärkern zu Dutzenden jedes Jahr reinbekommt, die kommen auch andauernd. Und dann repariert er lieber die, weil da kriegt er täglich seine Kohle für und da kennt er sich auch wahnsinnig gut mit aus. Und wenn jetzt noch spezielle Ersatzteile wie Tonköpfe benötigt werden, da kann der Reparateur eh nichts machen. Tonköpfe gibt's gebraucht für mindestens 70 € auf eBay und da bekommt dieser Besitzer hier gleich wieder dicke Backen. Nein, also wenn man diese Geräte repariert haben will, dann muss es auch Leute geben, die sich darauf spezialisiert haben. Leute, die Ersatzteile haben und Leute, die Ersatzteile auch anfertigen können. Und die auch wissen, wo sie Ersatzteile zu einem guten Preis herbekommen. Und natürlich muss es diese Ersatzteile überhaupt erstmal zu einem bezahlbaren Preis geben. Aber wenn selbst der Schrott schon 300 € kostet, wie soll man denn an bezahlbare Ersatzteile kommen? Und das alles wird es nur geben, wenn man auch davon leben kann. Ich prophezeie jetzt mal was und wir können da in 5 Jahren nochmal drüber reden. Es wird einen riesigen Reparaturstau bei diesen Geräten geben und die Preise werden massiv fallen, weil es dann wirklich nur noch Kernschrott irgendwann auf dem Markt gibt. Und vielleicht war es das dann endgültig mit Echolette und Co. Vielleicht werden Reparaturen und Reparateure aber auch wieder wertig bezahlt, sodass es sich finanziell lohnt, solche Dienstleistungen anzubieten. Schaut doch mal hier. Es gibt Geräte mit 6 Monaten Garantie teilweise sogar und sie sind nur wenig teurer als diese ominösen Dachbodenfunde. Ich sage jetzt einfach mal der Dachbodenschrott, der da immer gekauft wird. Warum? Warum kauft ihr nicht diese reparierten Geräte? Schaut doch auch mal auf dem YouTube-Kanal von meinem Kollegen Salossi vorbei. Der hat im letzten halben Jahr hier einige Videos zu Dynacord, EchoCord und Eminent Reparaturen hochgeladen. Und das ist sehr aufschlussreich, was da alles wirklich zu reparieren und auszutauschen ist. Ja, ich sage deswegen anschauen, wenn ihr hier fertig seid und unbedingt auch Salossi abonnieren. Ja, mich würde interessieren, was ihr zu diesem Thema denkt. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und jetzt kommt sozusagen nochmal ein humoriger Rausschmeißer aus diesem Video. Und zum Abschluss dieses Videos und dieser Videoreihe und um das Thema ein für alle Mal abzuschließen, ich habe ja fast meinen Augen nicht getraut. Da wurde ein Echolette Showstar verkauft auf Reverb aus den Vereinigten Staaten von Amerika. Und was musste ich da schon wieder in der Beschreibung lesen? These German amps were the same ones used by the Beatles in Hamburg. You never know. Also ich denke nicht, dass die Beatles in dem Sinne Echolette-Künstler waren. Also Künstler, die ein Endorsement von Echolette hatten
Oder Künstler, deren Sound im Wesentlichen von Echolette-Produkten geprägt worden ist. Es waren Künstler, die an vielen Auftrittsorten, wo sie aufgetreten sind, natürlich Echolette-Produkte vorgefunden haben, weil dies von der Firma Echolette auch forciert worden ist als Werbemaßnahme und natürlich, um sich mit den Künstlern auch zu zeigen. Geräte zur Verhallung, sprich Nachhallgeräte, Lautsprecheranlagen, Mikrofonanlagen mit Verstärker. Genauso gut könnte man von den Beach Boys in München reden oder von Clapton sonst irgendwo auf der Welt. Das steht in keinem wirklichen Kontext zum Künstler und zu seinem künstlerischen Schaffen und zu seiner Virtuosität. Ob das heute noch irgendeinen Sinn macht, mit den Beatles als Echolette-Künstler die Geräte verkaufen zu wollen, das möchte ich sehr in Frage stellen. Ich denke auch nicht, dass die Beatles auf ihren Alben, die uns ja als ikonisch im Gedächtnis geblieben sind, Echolette-Produkte verwendet haben. In derselben Weise könnte man auch Vox- oder Selmer-Verstärker damit bewerben, dass die Beatles diese in Hamburg gespielt haben. Ich finde das Ganze sehr beliebig und halte das für ausgesprochenen Quatsch, das in solchen Anzeigen überhaupt zur Sprache zu bringen. Insofern ist die Beatles in Hamburg eine Chiffre, eine Bildsprache, die etwas evozieren soll beim Hörer, nämlich die Anregung der gleichen Synapsen, die auch beim Hören von Beatles-Musik angeregt würden. Bock zu bekommen, dieses Gerät zu kaufen, aber mehr auch nicht. Chiffresprache. Als alten Star Trek-Fan erinnert mich doch das an was. Die Beatles in Hamburg. Und Ringo am Schlagzeug in Hamburg. Die Beatles und Echolette in Hamburg. Rar! Sehr rar! Rar, rar, rar! Ja, und in dem Sinne, Servus, Grüezi und habe die Ehre. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Macht's gut.